Menschen in Verantwortung haben die Herausforderung, sich mit Tempo, Transparenz und Komplexität jeden Tag herumzuschlagen. Um das erfolgreich zu bewältigen, bedarf es Antworten, die in der Tiefe die Substanz auslösen und Orientierung geben. Dafür bin ich da. Die Frage ist ja natürlich, warum sollen Sie mir zuhören? Sie haben eine Veränderungswelle vor sich, denn das ist das. Was kann ich Ihnen geben, was Sie nicht sowieso schon wissen? Coaching für Top-Entscheider ist eigentlich kein Coaching. Es ist ein vertrauliches Gespräch auf Augenhöhe. Das dient dazu, unterschiedliche Sichtweisen zu reflektieren und die besten Entscheidungen zu treffen. Dazu bedarf es jemand, der die Liga präzise beherrscht. Entscheidungen werden dann schlecht, wenn ich meine Tempo aufnehmen zu müssen, obwohl es gar nicht notwendig ist. Erst wenn ich viele Perspektiven durchdacht habe, sie eingenommen und wiederum durchdacht habe, weiß ich, welches die beste Entscheidung ist. Ich bin angetreten, um Menschen die Möglichkeit zu geben, Dinge an sich zu bedenken, die sie vorher nicht sehen wollten. Und siehe da, dort sind die besten Antworten für die Zukunft versteckt. Also begrüßen Sie mit einem warmen Applaus Boris Grundl. Jetzt wird es interessant. Wenn etwas in Ihrem Leben nicht läuft, wie Sie es gerne hätten, übernehmen Sie Verantwortung oder suchen Sie erst Schuldige außerhalb von sich, um einen Grund zu finden, nicht Verantwortung zu übernehmen? Die Zunahme von Tempo, Transparenz und Komplexität sorgt dafür, dass Macht neu verteilt werden muss. Starke Menschen liefern starke Ergebnisse. Starke Ergebnisse machen starke Unternehmen. Um was es mir aber immer geht, in Unternehmen, an Werten, jetzt wird es wirklich einfach, sind 3 Worte. Und zwar ist es Verantwortung, Respekt und Ergebnis. Und zwar in der Reihenfolge. Im Kern bedeutet Leadership heute, Menschen zur Verantwortung zu befähigen und die Umsetzung dieser Verantwortung einzufordern. Ein Wert Verantwortung und ich scheitere schon. Sobald ich erkenne, dass das, was ich wahrnehme, nicht das ist, was wahr ist, sondern bestimmt wird durch meine Position, wenn ich das erkenne, dann habe ich einen Riesenschritt gemacht, weil jetzt weiß ich, dass ich eine Möglichkeit habe in dem, was ich sehe und dass es andere Sichtweisen gibt, zum Beispiel andere Menschen. Wer lernt, auf seine negativen Gefühle wie Angst, Wut, Eifersucht zu gucken, nicht reingeht, sondern drauf guckt, der wird sehen, das sind Wolken, die kommen und die gehen. Und er wird frei davon. Wir wissen das heute auch in der Persönlichkeitsentwicklung und die Tendenz, die es da gibt, ist das Thema Achtsamkeit oder alles, was damit zu tun hat, den Geist zu beruhigen. If you want that your results speak louder than your actions, you have to learn to judge yourself harder than you judge others. Only listen to people who produce the results you want to learn. You do not hire people, you hire the results that people will deliver after you hire them. Ich werde immer gefragt, wie ein Hochgelähmter so eine Energie mobilisieren kann. Ich glaube, es entspringt aus meiner Mission und die ist, ich bin die Möglichkeit, anderen zu Wachstum, Kraft und Größe zu verhelfen. Sich selbst auf einen Satz zu verdichten, ist eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich.
Wollen Sie der Beste werden, der Sie sein können? Ich lade Sie ein, dass Sie sich mit uns beschäftigen, aber nur, wenn Sie an sich arbeiten wollen. Dann sind Sie bei uns richtig.